tonight on the anniversary of her disappearance. We now know how she died and where she was buried. Am 3. August 2013 verließ die 17-jährige Alexis Murphy ihr Zuhause. Angeblich wollte sie in einer anderen Stadt zum Friseur und einkaufen gehen. Doch ein tiefer Blick in ihre Social-Media-Aktivitäten offenbarte eine ganz andere Geschichte. Alexis' letzte bekannte Momente, festgehalten von Überwachungskameras, wurden zum Ausgangspunkt eines Rätsels, das 7 lange Jahre ungelöst blieb. Heute tauchen wir ein in das rätselhafte Verschwinden von Alexis, durchleuchten die intensiven Ermittlungen und versuchen Licht ins Dunkel dieses faszinierenden Falles zu bringen. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. In January. Alexis Tiara Murphy lebte mit ihrer Familie in Shipman, Virginia. Shipman war eine kleine Stadt mit etwa 500 Einwohnern, in der es ruhig war und jeder jeden kannte. Alexis war ein lebhaftes, stets aktives und selbstbewusstes Mädchen. Nichts konnte ihre Stimmung trüben. Sport war für sie eine große Leidenschaft. Sie tanzte, spielte Volleyball und erhielt dank Volleyball ein Vollstipendium für das College. Alexis, die auch in den sozialen Medien sehr aktiv war, teilte ihre Erfahrungen und sammelte Tausende von Followern. Ihre Mutter gab an, dass sie wie jedes 17-jährige Mädchen ein Leben führte, das süchtig nach ihrem Telefon war. Der Samstag, der 3. August 2013, begann für die Familie wie ein gewöhnlicher Tag. Ihre Mutter Laura würde an diesem Abend arbeiten und ihre Großmutter würde zu Hause bei den Kindern bleiben. Es war ein heißer Tag und alle wollten raus. Alexis wollte auch ausgehen, weil am Montag die Schule beginnen würde und dies die letzten Tage ihrer Freiheit waren. Alexis, die sich das Auto ihres Vaters geliehen hatte und sich auf den Weg nach Lynchburg machte, hatte vor, zuerst zum Friseur zu gehen und dann für die Schule einzukaufen. Alexis besorgte sich an einer nahegelegenen Tankstelle Treibstoff und setzte dann ihre Fahrt fort. Sie erschien jedoch nicht zu ihrem Friseurtermin und war einige Stunden später nicht mehr erreichbar. Diese Stille war für Alexis nicht normal, die immer online war und nie ihr Telefon verließ. Als ihre Großmutter gegen 1 Uhr morgens aufwachte, bemerkte sie das Licht, das aus Alexis' Zimmer kam. Sie dachte, sie sei zu Hause und machte sich fürs Bett fertig. Am nächsten Morgen stellte ihre Familie jedoch fest, dass Alexis nicht zu Hause war und das Auto ihres Vaters nicht draußen stand. In der Nacht erhielt niemand einen Anruf von ihr und Alexis beantwortete die Anrufe nicht. Ihre Familie machte sich auf die Suche nach Alexis. Nach Beendigung ihrer Schicht ging ihre Mutter Laura sofort zum Büro des Sheriffs des Bezirks und meldete das Verschwinden ihrer Tochter. Die Polizei überprüfte die Social-Media-Profile von Alexis, weil sie herausfinden musste, ob sie freiwillig gegangen war. Einige Beiträge in den sozialen Medien deuteten darauf hin, dass Alexis möglicherweise weggelaufen ist, aber ihre Familie sagte, dass diese Posts für einen Teenager normal seien und dass Alexis manchmal freie Tage habe. Könnte Alexis entkommen sein? Ihre Familie antwortete eindeutig mit Nein auf die Frage. Alexis hatte ein wundervolles Leben und einen wunderbaren Freundeskreis. Sie war bereit, die Schule zu beenden und freute sich darauf, mit dem College zu beginnen. It's clear they're taking this disappearance very seriously, and tonight this tight-knit community is wondering what could have happened to one of their own. Everybody knows everybody, so it's just a sense of family, and everybody is feeling this hurt and pain. Around 6 p.m. Saturday evening, 17-year-old Alexis Murphy was last seen by her family leaving her home. They say she was headed to Lynchburg to go shopping. Besorgniserregend war, dass Alexis' Telefon jetzt direkt zur Voicemail wechselte und ihre Tante sagte, es sei ein iPhone. Sie schlug vor, finde mein iPhone zu verwenden, um es zu orten. Allerdings nutzte Alexis nach der Tankstelle ihre Kredit- oder Debitkarten nicht.
Dies könnte es für die Polizei einfacher hätte machen können. Durchsucht wurden 5000 Hektar Land, das für Großveranstaltungen genutzt wurde und nur 10 Minuten vom Haus der Familie entfernt lag. Suchaktionen mit zahlreichen Freiwilligen, Polizeiteams und Hubschraubern blieben ergebnislos. Alexis, der sich auf den Weg nach Lynchburg machte, hätte für diese Reise die Route 29 nutzen können. Jetzt war es Montagmorgen. Mit Beginn des neuen Schuljahres erkannten die Ermittler, dass sie mehr Ressourcen benötigten und kontaktierten einige Stunden später das FBI. An dem Fall waren fast 100 Ermittler und Freiwillige aus Alexis' Angehörigen beteiligt und die Anrufe verbreiteten sich auch in den sozialen Medien. Das FBI untersuchte Alexis' Handygeschichte und stellte fest, dass sie an diesem Tag eigentlich einen anderen Grund hatte, nach Lynchburg zu fahren. Nämlich, sie hatte vor, einen Mann namens Michael zu treffen. Die Polizei kontaktierte diesen Mann und er sagte, er habe nach 18 Uhr an diesem Tag nichts mehr von Alexis gehört. Sie sei nicht zur vereinbarten Zeit angekommen. Nach dieser Entwicklung ging man davon aus, dass Alexis ohne Probleme die Tankstelle betreten hatte und dass ihm nach dem Verlassen dort möglicherweise etwas Schlimmes passiert sein könnte. Sie konzentrierten sich auf die Route 29 und stellten fest, dass diese Straße im Laufe der Jahre berühmt geworden war und die Heimat vieler mysteriöser verschwinden lassen war. Ein weiterer Vermisstenfall, der öffentliche Aufmerksamkeit erregte, war die 20-jährige Morgan Dana Harrington. Morgan, die im Jahr 2009 das Metallica-Konzert besuchte, wurde zuletzt in der Nähe der John Paul Jones Arena gesehen. Leider wurde ihre Leiche 3 Monate später gefunden. Alexis' Familie ergriff Maßnahmen und begann mit Morgan Harringtons Eltern zusammenzuarbeiten. Sie wollten nicht, dass anderen Familien Schaden zugefügt würde. Am 3. Tag der Suche nach Alexis gab die Polizei eine öffentliche Erklärung ab und schließlich konnte der erste wichtige Hinweis für die Ermittlungen gewonnen werden. Missing girl in Virginia, the Albemarle County Sheriff's Office confirms the car they found does belong to 17-year-old Alexis Murphy. They found it in a movie theater parking lot off Route 29 in Charlottesville, but still no sign of the teen. More than 50 police officers and FBI agents have joined in. They're following leads, conducting interviews, asking the public for help. Der weiße Nissan, den Alexis in dieser Nacht fuhr, wurde verlassen auf dem Parkplatz eines alten Autokinos gefunden. Der Detektiv ging voller Sorge zum Auto und gab zu, dass er Angst hatte, Alexis im Kofferraum zu finden. So sehr, dass das Auto dort, wo es geparkt war, völlig leer war. Das Fahrzeug wurde in der entgegengesetzten Richtung geparkt, 60 Kilometer nördlich der Tankstelle, wo es zuletzt gesehen wurde. Dies kam unerwartet und das Suchgebiet wurde erweitert. Überwachungskameras in der Gegend, in der sich das Fahrzeug befand, zeigten eine unbekannte Person, die das Auto parkte. Es war jedoch nicht möglich, herauszufinden, wer es war. Ermittler gingen zur Tankstelle, überprüften die Aufnahmen der Überwachungskameras und befragten die Mitarbeiter dieser Tankstelle. Das Personal bestätigte, dass Alexis an diesem Abend ankam. Sie wirkte ruhig und normal, nicht verzweifelt oder verärgert. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera bemerkten sie, dass ein Mann die Tür für Alexis öffnete. Einen Mann namens Randy Taylor, der in der Nähe wohnte. Die Mitarbeiter gaben an, das Gespräch zwischen ihnen nicht gehört zu haben. Alexis und Randy unterhielten sich jedoch kurz draußen. War das nur ein beiläufiges Gespräch oder steckte mehr dahinter als das, was vor der Kamera zu sehen war? Also begannen die Polizisten, Randy aufzuspüren. Den Signalen von Alexis' Telefon folgend, fuhr das FBI über lange Landstraßen und erreichte einen Ort voller verlassener Gebäude und weggeworfenem Müll. Es war alarmierend, dass das Telefon an einem solchen Ort ein Signal gab. In diesem Moment bemerkten sie ein Auto im Gebüsch. Als die Teams an dem getarnten Auto vorbeikamen, fanden sie Randy Taylors Wohnwagen. Sie fügten nun sich die Einzelteile zusammen. Randy, der zu Hause war,
öffnete die Tür und die Polizei erklärte den Grund ihres Kommens. Und Randy sagte, er kenne Alexis Murphy nicht. Randy ließ die Polizei herein und sagte, sie könnten das Haus durchsuchen. Sie zeigten Randy auch die Aufnahmen der Überwachungskamera. Randy änderte seine Geschichte und gab zu, dass er Alexis an diesem Tag getroffen und mit ihr gesprochen hatte. Er behauptete jedoch, dass Alexis mit einem anderen Mann zusammen war. Alexis erzählte Randy, dass sie Marihuana kaufen wollte. Also schlug Randy einen Mann vor, den er kannte. Er beschrieb den Mann als einen schwarzen Mitte 20, der auf den Maisfeldern arbeitete und ein burgunderfarbenes Auto fuhr. Randy, Alexis und dieser Typ trafen sich in seinem Wohnwagen. Sie tranken Alkohol und rauchten Gras, dann gingen die beiden. Randy sagte, er habe zugesehen, wie Alexis glücklich aussah, als er mit dem Mann sprach und von hinten zusah, wie sie weggingen. Aber diese Geschichte kam ihm seltsam vor. Die Mitarbeiter der Tankstelle erwähnten nicht, dass sich draußen eine dritte Person befand. Also fragte die Polizei nach dem Namen des Mannes und Randy sagte, es sei Damien. Bei einer Durchsuchung von Randys Haus wurden außerdem ein Ohrring, ein paar künstliche Nägel und eine lange dunkle Haarsträhne gefunden, die auf natürliche Weise entwirrt zu sein schien. Die Polizisten schickten diese Ergebnisse zur Analyse an die Polizei. Sie hatten aber nicht genug Geld, um weitere Untersuchungen durchzuführen, und ihr einziger Hinweis war der Name, den Randy ihnen gegeben hatte. Bei der Durchsuchung der sozialen Medien von Alexis gelang es der Polizei schließlich, eine Person namens Damien zu finden, die bei McDonald's neben der Tankstelle arbeitete. Als die Polizei Damien erreichte, stellte sie fest, dass er sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Bundesstaat befand und mit seiner Freundin in einem Hotel in Alabama war. Damien sagte, er kenne Randy nicht, würde ihm niemals Drogen verkaufen und niemals das Grundstück eines Fremden betreten. Die Polizei entnahm Damien eine DNA-Probe und er wurde schnell von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Die einzigen verfügbaren Hinweise waren diejenigen, die in Randys Wohnwagen gefunden wurden. Das FBI wurde gebeten, bei der DNA-Analyse zu helfen, die innerhalb von 48 Stunden Ergebnisse versprach. Wenn Randy schuldig wäre, würde er sich vielleicht dafür entscheiden, aus der Stadt zu fliehen. Also versuchte die Polizei, den Prozess zu beschleunigen und untersuchte seine Vergangenheit weiter. Randy hatte eine lange Vorstrafe. Er wurde im Jahr 1992 wegen Diebstahls verurteilt und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber nach 6 Jahren wurde er freigelassen. Diejenigen, die an der Tankstelle arbeiteten, sagten, dass Randy oft dorthin kam, stundenlang in seinem Auto saß, einfach Zigaretten rauchte und die Leute beobachtete. Ein Mitarbeiter sagte, er sei sehr gruselig und nicht jemand, mit dem man allein sein möchte. Als der 8. Tag der Durchsuchungen näher rückte, versammelten sich ihre Lieben für Alexis, kamen zu ihrem Haus und hielten Wache. Murphy home. There are literally right now people praying all over the world, thousands in number. Under rain-soaked. Die Ermittler gaben an, dass in Randys Auto eine unbekannte DNA gefunden wurde und dass diese DNA nicht mit Randy übereinstimmte. Aus diesem Grund intensivierten die Behörden die Durchsuchungen rund um die Karawane und setzten die Suche mit speziell ausgebildeten Hunden fort. Die Hunde rochen an einem Klebestift und fanden Alexis zerbrochenes Telefon im Gebüsch. Es war nur wenige Meter von Randys Wohnwagen entfernt. In der Zwischenzeit wurden die Tests an der Haarsträhne, dem Ohrring und dem Nagel abgeschlossen und es wurde festgestellt, dass alle diese Beweise mit denen von Alexis Murphy übereinstimmten. Während die Ermittler die Öffentlichkeit informierten, über den Zustand des Wohnwagens und Randys allgemeine Einstellung sprachen, verlor seine Familie nun die Hoffnung und bereitete sich auf das tragische Ende vor. Um keine weitere Zeit zu verschwenden, handelten die Teams schnell. 11 Tage nach dem Verschwinden wurde Randy verhaftet.
Hey, I know I got a gag order, but I'm trying to talk to you if y'all want to come to the jail. In January, then Commonwealth's attorney Anthony Randy, dem die Entführung von Alexis vorgeworfen wird. Er erklärte, er werde von seinem Schweigerecht Gebrauch machen und forderte einen Anwalt. Laut dem leitenden Ermittler des Falles war Alexis nicht mehr am Leben und Randy war ihr Mörder. Jetzt brauchten sie nur noch eine Leiche. Er fragte Randy wiederholt, wo die Leiche sei. Randy wurde wütend und schlug aggressiv auf den Tisch, sodass sogar die Wachen eingreifen mussten. Es war klar, dass es genügend Beweise gab, um Randy wegen Mordes anzuklagen. Aber für seine Verurteilung waren weitere Beweise nötig. Im Januar wurden die Anklagen gegen Randy verschärft und er wurde wegen Mordes und Entführung ersten Grades vor Gericht gestellt. Were you surprised how much evidence was found in the camper days later? Yeah. And why do you think all that evidence was still there? The fact that they were there, I think, goes back to the fact that he's a sexual sadist. I mean, people like that like to keep a souvenir of some sort, and I really don't think he had any intentions of getting rid of any of that. on Wednesday, August 14th. Die Detektive vermuten, dass Randy tatsächlich Sex haben wollte, sie unter dem Deckmantel von Drogen angelockt hat und als sie ihn zurückgewiesen hat, hat er Alexis angegriffen und getötet. Alexis' Familie war von der Drogentheorie überhaupt nicht überzeugt. Sie glaubten nicht, dass ihre Tochter Drogen nehmen würde. Sie glaubten auch nicht, dass Randy einen solchen Plan schmieden würde. Randys Verteidiger stellten die Theorie auf, dass jemand anderes beteiligt war und behaupteten sogar, dass die Polizei einmal beteiligt gewesen sei und Alexis Haare und Blut in den Wohnwagen gepflanzt habe. Obwohl es keine Leiche gab, wurde Randy Taylor sowohl wegen Alexis' Entführung als auch wegen ihres Mordes ersten Grades verurteilt. Während er auf seine Urteilsverkündung wartete, bekannte sich Randy im Gefängnis in einem anderen Fall schuldig und gab sogar ein Interview. No, I did not kill Alexis Murphy or hurt Alexis Murphy. Do you know where she is? No, sir, I do not. And do you know what happened to her? No, sir, I do not. There's just too many things that haven't been told for me to be convicted of murder of Alexis Murphy. You can ask anybody that knows me, anybody in this jail, or anybody around here. I'm not an outspoken person. I'm not a violent person. I haven't been... Die Anwälte von Randy Taylor wollten mit dem Richter über ihren Mandanten sprechen, weil sie ein Angebot hatten. Sie erklärten, dass sie bereit wären, im Austausch für nur eine 20-jährige Haftstrafe den Aufenthaltsort von Alexis Murphy preiszugeben. Die Familie Murphy betonte, dass Alexis' Leben wertvoller sei als 20 Jahre. Dieses Angebot wurde mit ihrer Zustimmung abgelehnt. Randy Taylor wurde wegen Mordes an Alexis Murphy verurteilt und zu 2 lebenslangen Haftstrafen ohne Anspruch auf Bewährung verurteilt. Obwohl ihre Familie mit diesem Satz zufrieden war, erhielten sie immer noch nicht die Antworten, die sie brauchten. Die Suche ging weiter. Im Gespräch mit der Presse erklärte Alexis' Mutter, dass ihr ganzes Leben zerstört sei und ihr einziges Ziel darin bestehe, ihre Tochter zu finden und nach Hause zu bringen. Die Detektive, die die Ermittlungen durchführten, wurden unter Druck gesetzt, eine andere Person zu untersuchen. Diese Person stand im Zusammenhang mit dem Fall Morgan Harrington, den wir zu Beginn des Videos erwähnt hatten. Jesse Matthew wurde wegen der Morde an Hannah Graham und Morgan Harrington verurteilt. Es verbreitete Gerüchte, dass Randy zu Unrecht inhaftiert worden sei. Morgan verschwand im Jahr 2009, Alexis im Jahr 2013 und schließlich Hannah im Jahr 2014. Die Ermittler wiesen jedoch darauf hin, dass Randy den Namen Jesse absichtlich erwähnte, nachdem er in den Medien aufgetaucht war. Außerdem nannte Randy zunächst selbstbewusst Damien und argumentierte, wenn Jesse wirklich der Verantwortliche sei, warum sei sie dann mit Damien zusammen? Jesse entsprach nicht der Beschreibung von Randy. Seine Haare waren völlig anders und er fuhr ein anderes Fahrzeug, als Randy sagte. Die Murphys sagten, sie glaubten nicht, dass Jesse dafür verantwortlich sei, stimmten aber dennoch einem DNA-Test zu.
Die DNA von Jesse Matthew stimmte nicht mit der DNA auf Alexis' Auto überein und seine DNA wurde nicht in Randys Wohnwagen gefunden, wodurch Jesse vollständig entlastet wurde. Unterdessen nahm die Familie von Alexis an der Abschlussfeier ihrer Tochter teil und traf sich mit ihren Lieben. Happy, hilarious, wise beyond her years. And she had so much more. 7 Jahre nach Alexis' Verschwinden und 6 Jahre nach Randys Verurteilung wurde die erwartete schreckliche Entdeckung gemacht. The search for a missing Nelson County teenager has come to a close after more than 7 years. Investigators found the remains of 17-year-old Alexis Murphy. 10 News reporter Jessica Jewell is following these breaking. Zu seiner Überraschung verwies Randy die Behörden auf ein Privatgrundstück in Livingston und schlug vor, dort zu suchen. Seine Anwälte betonten, dass es keine Verhandlungen mit Randy gegeben habe, weil es keine Verhandlungen mit den Mördern gegeben habe und ihre Strafen nicht herabgesetzt worden seien. Alexis' Mutter Laura sagte, das seien nicht die Neuigkeiten, die sie wollte, aber es sei der nötige Abschluss. Die Todesursache von Alexis war Erstickung. Es wurde festgestellt, dass es vor ihrem Tod Hinweise auf ein Trauma und eine Verletzung gab, die auf einen gewalttätigen Kampf hindeuteten. Randys Geschichte würde hier nicht enden. Der Mord an Alexis wäre nicht der einzige Vorfall, für den er verantwortlich war. Die 19-jährige Samantha Clark verschwand im Jahr 2010 und Randy war einer der Verdächtigen. In der Nacht, in der Samantha verschwand, gab Randy zu, in derselben Bar wie sie zu sein und zu ihrem Freundeskreis zu gehören. Nach Angaben von Samanthas Mutter und der Polizei war die letzte Person, die sie sah, definitiv Randy. Er rief an diesem Tag sogar mehrmals bei Samantha zu Hause an und im selben Wohnwagenpark wohnte. Nachdem die sterblichen Überreste von Alexis gefunden wurden, gaben die Ermittler von Orange County bekannt, dass es sich bei Samanthas Fall nicht mehr um einen vermissten Fall handelte, sondern um einen Fall von Entführung und Mord handelte. Sie gaben an, dass gegen Randy Taylor immer noch ermittelt wird und möglicherweise irgendwann Anklage erhoben wird, während Samanthas Fall noch läuft. Bevor ihr das Video beendet, das Video links ist verstörend und wird nur für erwachsene Zuschauer empfohlen. Die Wiedergabeliste rechts besteht aus Videos, die von euch sehr geliebt werden.